Oh hey! Im letzten Rant-Tour habe ich schon mit einer neuen Videoserie begonnen, also wird's sehr fitting sein, wenn wir diesen Rant-Tour mit einem weiteren Entry Point in diese Videoserie beenden. Editing Random hier, bestimmt hat der ein oder andere es gemerkt, aber ein Random-Tour-Video im November, wie soll das denn bitte gehen? Ja, es gab da ein wenig Probleme mit dem Videoschedule, also kommt dieses Video eher mehr im November. Seht es also als kleine Edition zum Rant-Tour für dieses Jahr ein, oder so ähnlich. Aber anyway, zurück zum Video. Heute widmen wir uns einem Regisseur, der vor allem für seine Horrorflicks bekannt ist, aber auch für eine sehr große Blockbuster-Marke. Natürlich ist die Rede von Sam Raimi. Wie sein Werdegang ist, was ich von seinen Filmemachen halte und seinen Filmen, erfahrt ihr alles hier. Bedenkt, hierbei kann es etwas zu Spoilern kommen zu seinen Filmen, als auch generell zu nur meiner eigenen Meinung kommen. Falls ihr eine andere habt, schreibt ihr doch gerne in die Kommentare. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir los. Und beginnen tun wir doch mal mit den Anfängen. Ähnlich wie Burton hat Raimi mit Kurzfilmen begonnen, ehe er daraufhin einen Spielfilm machen konnte mit The Evil Dead. Dieser Film war vom Budget her sehr mikroskopisch, also war es ein wenig irrelevant in Anführungszeichen, ob dieser Film finanziell ein Erfolg wird oder nicht. Vor allem zu einer Zeit, wo Horror doch eher mehr belästigt worden ist, und das wird es auch immer noch, aber das ist auch eine Konversation für ein anderes Mal, war dieser Film definitiv einflussreich und sehr revolutionierend. Denn nicht nur hat dieser Film mehr oder weniger die Trope erfunden, wo wir etwa Teenager mitverfolgen, wie sie eine Cabin in einen Wald mieten oder dahin gehen und dann irgendwelche Dinge machen und dann Stück für Stück ermordet werden. Nein, dieser Film brachte auch ein ikonisches Directors-Actors-Duo mit Bruce Campbell und Sam Raimi. Und da kann man auch etwa gut das vergleichen mit anderen Regisseuren, sei es nun Nolan und Cillian Murphy oder auch Tarantino und Samuel Jackson. Diese Duos sind ikonisch und man kann mal meistens rechnen, dass die irgendwie miteinander zusammenarbeiten in irgendeiner Dekade. Auch brachte er ein eigenes Franchise mit sich, das The Evil Dead Franchise. Persönlich mag ich den ersten The Evil Dead sehr. Es ist ein sehr unterhaltsamer Film, der zwar ein paar wirklich impressive Effekte hat und ein paar sehr interessante Ideen hat für Scares, aber mal definitiv das Budget mittlerweile sehen kann und so können manche Momente doch ein wenig mehr komödisch wirken. Das kann man auch an die eher mehr Unerfahrenheit von so jemandem wie Bruce Campbell in diesem Film sehen, der hier einen deutlich anderen Ass spielt. Dennoch muss ich sagen, dass mir dieser Gritty Feel sehr gefällt und man kann mal schon ein paar Trademarks von Raimi erkennen. So haben seine Filme einen sehr besonderen Look an sich und fühlen sich immer besonders an und auch bestimmte Kamera-Movements werden hier etabliert. Mit so einem großen Erfolg hat Raimi dann einen sehr großen Misserfolg gehabt. Crime Wave hat eine sehr interessante Prämisse und funktioniert an manchen Stellen absolut nicht. Ein netter Versuch und ich würde den definitiv jedem mal empfehlen, einmal sich anzusehen, aber wirklich sehr lobenswert ist dieser Film für Raimi nicht. Es wirkt an manchen Stellen ein wenig zu klamautisch, aber da konnte man schon sehen, dass Raimi sich nicht nur aufs Horror-Genre fokussieren will, sondern auch auf viele andere Genres. Und eine Sache muss bei diesem Film zugute halten, anders als bei Evil Dead, was mehr oder weniger im Nachhinein mit manchen Momenten ein wenig komödisch wirkt, war dieser Film durch und durch komödisch. Sprich, die Comedy-Elemente, die in fast jedem Raimi-Film zu einem Extent oder einem wenigeren Extent zu finden sind, finden sich auch hier besonders. Doch nach diesem finanziellen Misserfolg musste Raimi schnell einen Erfolg bringen und so brachte er The Evil Dead 2 raus, was mehr oder weniger ein leises Soft-Reboot, eine indirekte Fortsetzung zum ersten Teil ist. Es ist mehr oder weniger ein komplett anderer Charakter und generell ist der Ton deutlich mehr eine schwarze Comedy statt wirklich Horror. Versteht mich nicht falsch, der Film hat an sich paar wirklich gute Scares, aber vor allem die Comedy tritt hier heraus. Hierbei handelt es sich um die erste Horror-Comedy von Raimi, die mehr oder weniger in späteren Jahren viele weitere Entries bekommen hat. Und was kann man zu diesem Kult-Klassiker sagen, was nicht gesagt worden ist? Bruce Campbell schlüpft hier in die ikonische Version von Ash Williams und wir kriegen viele geniale Szenen. Die Effekte und was man hier alles geschafft hat mit den Special Effects eben, ist auch heute noch impressive und die Comedy sitzt wirklich. Sei es nun der Slapstick oder auch der bittere schwarze Humor. Ich liebe den Film einfach nur. Genialer Mix von zwei Genres, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein können, aber wie schon bei vielen anderen Videos gesagt, wie zum Beispiel beim Courage Video, passen diese zwei Genres definitiv sehr gut miteinander zusammen, wenn man weiß, wie man es machen soll. Grandioser Film, war am
am Box Office auch definitiv erfolgreich. So doch musste etwa ein dritter Teil her. Mit Army of Darkness hat man mehr oder weniger das Setting verändert und das auch teilweise zum Besseren. So sehr es auch die ersten zwei Evil Dead Filme liebe, muss ich sagen, dass dieses Setting für einen dritten Teil vielleicht doch ein wenig zu repetitive werden würde. Dass man aber das Mittelalter-Setting sich ausgesucht hat, ist definitiv eine dieser bolden Entscheidungen von Sam Raimi, die ich einfach nur vergöttere. Auch hier, ähnlich schon wie bei Evil Dead 2, hat man definitiv mehr Comedy. Hier kann man aber schon mehr reden, dass wir mehr Comedy haben statt Horror. An manchen Stellen ist es natürlich ein wenig gruselig, aber wirklich Grusel ist hier wenig zu finden. Das ist okay so, denn dieser Film schafft es wirklich mit paar witty Lines und grandiosen Slapstick, vor allem von Bruce Campbell und seinen Doppelgänger zu überzeugen. Wir haben hier viele ikonische Szenen, Set-Pieces oder auch actiongeladene Momente, die einfach nur Spaß machen. Anyway, zurück zu Sam Raimi. Nachdem Raimi mehr oder weniger mit dieser Evil Dead Trilogie Geschichte geschrieben hat, hat er einen deutlich anderen Film gemacht mit Darkman. Gerüchte zufolge wollte Sam Raimi unbedingt etwa einen Batman-Film oder einen The Shadow-Film machen, konnte aber nie etwa die Reste kriegen oder irgendwas mit dem Studio vereinbaren. Also was hat Sam Raimi anscheinend gemacht? Fuck it, ich mach meinen eigenen Superhelden. Mit Darkman. Darkman ist überraschenderweise nach den ersten Filmen zu einem kleinen Franchise geworden mit Videospielen, Sequels, die ich nie gesehen habe, Comics, die ich nie gelesen habe. Aber dieser erste Darkman-Film ist unterhaltsam. Schon hier kam er etwa mehr oder weniger die Routen für seine spätere, sehr ikonische Superhelden-Trilogie sehen. Liam Neeson spielt hier dabei die Hauptrolle und das ist vielleicht so eine Rolle, die man vielleicht Neeson eher nicht zutrauen würde auf den ersten Blick. Das war der noch Pre-Taken Neeson, der Pre-Star Wars Prequel Neeson. Und er macht einen wirklich guten Job. Auch das Konzept ist wirklich genial. Es hat was Diabolisches, Obskures an sich, was man in fast kaum einen anderen Superheldenfilm von der Zeit oder auch heutzutage sehen würde. Klar ist der Film durch und durch 90s, aber schon hier kann man viele bestimmte Machensweise von Raimi erkennen. Sei es nun, wie er die Kamera nutzt, wie er das Editing nutzt oder auch wie wir paar Shots kriegen, die fast schon aus einem Comic rausgerührt werden. Man kann mal die Liebe zu den Comics hier definitiv schon merken. Generell möchte ich anmerken, dass Darkman auf einer guten Art und Weise sich wie eine Superhelden-Parodie anfühlt, die aber mit Liebe gemacht worden ist und nicht mit einem cynical Mindset. Und das kam sogar in einer Zeit raus, wo Superheldenfilme mehr oder weniger nicht der große heiße Scheiß waren. Wenn man sich Raimis Karriere vor dem Jahr 2002 ansieht, dann merkt man, dass er auch bei vielen anderen Genres was gemacht hat. Er hat nicht nur Superheldenfilme oder auch Horrorfilme gemacht, nein, Crime Wave war mehr oder weniger eine Hommage an die Slapstick-Komödien aus den 30ern, 20ern. For the Love of the Game ist ein sehr klassischer Sportsfilm, der mich kaum interessiert, aber hey, Raimi hat einen Sportsfilm gemacht, I guess. A Simple Plan war ein sehr Coen Brothers-like Thriller. Oder auch The Gift, was mehr oder weniger in diese späte 90er, frühe 2000er Welle an mysteriösen Thrillers angeht. Ich hätte auch nicht was so Besonderes zu sagen. All diese Filme waren sehr anders vom Genre her, hatten zwar ein paar komödische Ansätze oder auch ein paar Horroransätze, aber so wirklich viel zu denen habe ich jetzt auch nicht zu sagen, da die eher mehr auf der unteren Seite von Raimis Katalog stehen. The Quick and Dead war aber ziemlich unterhaltsam, deutlich mehr komödisch, aber auch mit einer guten Route an Action. Sehr underrateder Sam, muss ich zugeben. Doch dann kam das Jahr 2002. Sam Raimi brachte die Spider-Man-Trilogie heraus. Und über die Spider-Man-Filme habe ich schon zu einem guten Stücke geredet in meinem eigenen Ranking, was hier irgendwo verlinkt ist, bestimmt. Also halte ich mich ein wenig kurz. Ikonisch. Generell mit den Spider-Man-Filmen kann man etwa mehr oder weniger den Sam Raimi-Style in Anführungszeichen gut kristallisieren. Er zwingt die Kamera sehr oft, hat viele Shots, die den Charakter mehr oder weniger im Fokus setzen, wo wir einen anderen Background haben, was mich teilweise an den Ang Lee Hulk-Film erinnert, aber in besser halt eben. Sorry, Ang Lee Hulk-Film-Fans, falls es euch gibt. Und generell seine Spider-Man-Filme fühlen sich sehr comic-booky an. Und das meine ich wirklich nur als großes Kompliment. Teilweise muss ich zugeben, vermisse ich etwa diese doch sehr over-the-top Comic-Book-Filme der 2000er Marvel-Filme, sei es nun die Fantastic Four oder auch ein paar der X-Men-Entries. Also würde ich nicht etwa das meiden, wenn wir in den 2020ern mehr Comic-Booky-Filme kriegen, die vielleicht manchmal cheesy, manchmal over-the-top, manchmal kitzig sein können, aber dennoch wissen, wie man zu unterhalten weiß. Denn auch wenn die Spider-Man-Filme definitiv pur und pur die 2000er Jahre mehr oder weniger schreien, so doch sind diese Filme wirklich zeitlos, da sie eine geniale Story erzählen und mehr oder weniger den Core des
Spider-Man-Charakters fantastisch einfach nur erkennen. Untermauert von wundervollen Filmemachen. Spider-Man 3 war natürlich etwa so eine Sache, die vor allem Raimi mehr oder weniger zeigte, wie er mit dem Studio große Probleme hatte. So wollte Sony Pictures einen Venom-Film haben, aber so wollte Sam Raimi mehr oder weniger sich auf Sandman fokussieren. Und diesen Konflikt kann man teilweise in Spider-Man 3 merken. Es ist bei weitem nicht so schlecht, wie Raimi es selber für eine lange Zeit denken würde, aber ja, es ist definitiv, wenn wir mal nicht vom Unterhaltungsfaktor reingehen, der schwächste Sam Raimi Spider-Man-Flick. So ist ein nächster Film Drag Me to Hell, was mehr oder weniger eine kleine Parodie, ein kleines Fuck you im Sinne von vielen moderneren Horrorfilmen. Mehr oder weniger dieser eine Film, wo es sich anfühlt, fuck it, ich möchte eine kleine Pause machen, ich gehe wieder zurück zu meinen Roots. Und Drag Me to Hell ist definitiv nicht so gut wie die Evil Dead Film, weiß aber, wie es zu unterhalten hat. Die Comedy ist hier wieder mal auf dem Over-the-Top-Level und für einen PG-13-Film schafft dieser Film viele makabere Momente, die definitiv zeigen, dass man auch mit seinem kleineren Rating guten Horror erschaffen kann. Ähnlich so wie bei vielen der anderen Raimi-Filme ist es auch hier von der Filmemacherei wundervoll sich anzusehen. Und definitiv dieser eine Raimi-Film, der sich so anfühlt, als würde Raimi sagen, hey, ich möchte mal einen Film für mich machen. Das ist der Film für mich, der mehr oder weniger den Frust für die Arbeiten des dritten Spider-Man-Films verarbeitet. Oder zumindest wie ich es sehe. Die Geschichte von Sam Raimi endet mehr oder weniger in den frühen 2010ern und auch frühen 2020ern mit zwei Blockbustern. Zum einen die wunderbare Geschichte von Oz, was ein Prequel ist zu The Wizard of Oz. Ein ikonischen Film, eine ikonische Geschichte, die 100-mal adaptiert worden ist. Und auch wenn der Film definitiv nicht schlecht ist, muss ich zugeben, fühlt es sich ein wenig zu generis an manchen Momenten an. So vermisse ich dann doch irgendwie die Opening-Optik, die wir haben. Und ein paar Ideen hätte ich gern auch in anderer Form gesehen. Man kann definitiv merken, dass dieser Film von Raimi stammt, anders als bei so einem Film wie For the Love of the Game, wo man die Raiminess irgendwie kaum erkennen kann. Aber dennoch ist es irgendwie ein enttäuschender Entry Point in Sam Raimis Filmografie. So erfolgreich war er am Box Office nicht und wirklich viel hat Raimi danach nicht gemacht. Er hat zum Beispiel den Piloten von Ash vs. The Evil Dead gedreht und hat viele andere Filme produziert zu der Zeit. Doch mit dem MCU-Film Doctor Strange and the Multiverse of Madness kehrte er zurück auf den Regieposten und seine Rückkehr ist zum einen sehr erfrischend für das MCU, wo die Filmemacherei manchmal sehr reparativ wirken kann und sehr sameyhaft sein kann manchmal. Aber, und das ist ein großes Aber, so gut die Direction, das Color Grading, die Kameraführung und das große Ganze von Doctor Strange 2 ist. Und ich weiß, Sam Raimi hat ein Team mit sich, wenn es um das Editing, die Kameraarbeit und so weiter geht. So doch muss man etwa sagen, dass die Story von Doctor Strange in the Multiverse of Madness an manchen Stellen doch nicht so ausgedacht ist. Es ist am Ende immer noch ein MCU-Film und auch wenn ich sagen muss, für einen Phase 4-Film ist das definitiv einer der besseren, so doch muss ich zugeben, dass die Story deutlich schwächerer ist, als ich es erhofft hätte. Wie Raimi manche dieser Horror-Momente umsetzt, ist fantastisch. Manche der Kämpfe sind einfach nur kreativ, vor allem das Ende mit einem Zombie-Doctor Strange, was einfach nur großartig und super spaßig sich anzuschauen ist. Und auch muss ich zugeben, schwächt dieser Film an vielen Stellen. Die Story ist definitiv schwach, man kann definitiv merken, dass es viele Rewrites gab, auch während der Produktion. Abschließend lässt sich sagen, dass Raimi ein Regisseur ist, der anders als Lynch nicht wirklich etwa bestimmte Themes in sich hat. Oder anders als Spielberg nicht wirklich zwei Sorten an Filme machen kann. Man könnte mal sagen, er macht Comedy und Horror, aber stimmt das wirklich? Viele seiner Filme sind Superhelden, manche sind Thrillers, manche sind einfach nur Comedies. Und auch wie bei Burton kann man nicht wirklich von den Sam Raimi-Style pur reden. Raimi ist ein Director, der sich in vielen Genres ausprobiert hat, manchmal wirklich es geschafft hat zu punkten, manchmal ein wenig vergessenswert war. Er ist ein extrem kompetenter Director mit einem wundervollen Know-how für die Kameraführung und vielen interessanten Ideen, aber so einen definitiven, eindeutigen Style hat Raimi eher weniger. Es sei denn, man schaue mal sich eher mehr seine kurzen Franchises an, wo doch da viele Trademarks zu sehen sind. Doch anyway, was findet ihr so von Sam Raimi? Was ist euer Lieblings-Raimi Spider-Man-Film oder Evil Dead-Film? Und generell, wie steht ihr zu diesem Regisseur? Lasst mich doch das alles gerne in den Kommentaren wissen. Aber bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!